Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen auf dem Kanal von VfG Weapon Care. Heute zeige ich euch die Reinigung einer Schmeisser AR-15-9 im Kaliber 9 mm. Kaliber 9 mm habe ich schon erwähnt, verbaut ist ein Falke LE2. Verbaut ist hier ein Norec-Kompensator, Besonderheit im Kaliber 9 mm 2 Kammern, sein großer Bruder hat 3 Kammern. Eine weitere Besonderheit dieser Waffe und aus dem Hause Schmeisser ist die Solid Sleeve. Sie sorgt für maximale Stabilität zwischen der Buffer-Tube und dem Systemgehäuse. 2 kurze Sätze zum Magazin. Besonderheit dieses Glock-Magazins ist die eingefräste Nut. Nur dieses Magazin kann in die Waffe eingeführt werden. Zum System AR-15 untypisch kein Gasdrucklader, sondern ein Rückstoßlader mit verriegeltem Masseverschluss. Ich zeige euch heute, wie man dieses System intensiv reinigt. Sicherheit ist hergestellt. Ich zerlege nun die Waffe. Durch Drücken dieser beiden Stifte wird der Upper vom Lower getrennt und im Anschluss daran zeige ich euch die intensive Reinigung. Nächster Schritt, ich trenne nun den Verschluss und den Charging Handle vom Upper. Diese Carbonablagerungen am Verschluss werden wir als erstes reinigen. Zur Reinigung des Verschlusses verwende ich folgende Hilfsmittel. Zum einen VfG Intensivreiniger, VfG Komfortreiniger und ein handelsübliches Schaschlikstäbchen. Zum Lösen der Ablagerungen braucht es ein Stück weit Chemie, dazu verwende ich einen Carbon Cleaner. Ich habe nun die Filze auf dem Schaschlikstäbchen aufgefädelt und habe mir somit eine Bürste gebaut. Komfortreiniger, eine sehr weiche Sache, um den Verschluss zu polieren, und hier Intensivreiniger, die mir tatsächlich eine Metallbürste ersetzen. Im nächsten Schritt wird der Verschluss und die Ablagerungen auf dem Verschluss mit dem Carbon-Entferner eingesprüht. Jetzt kommt das Stäbchen mit den Intensivreinigern zum Einsatz. Hier sind ganz feine Messingfasern verbaut, die die Ablagerungen am Verschluss hervorragend abbürsten. Alle hartnäckigen Verschmutzungen haben wir mit Hilfe der Intensivreiniger abgetragen und machen nun die Feinarbeit mit den Komfortreinigern. Alle Ablagerungen, die sehr fein sind, werden hier durch die Komfortreiniger aufgenommen und vom System abgetragen. Der Komfortreiniger ist in einer sehr weichen, feinen Struktur, ist sehr saugfähig und nimmt extrem gut feinste Ablagerungen auf. Für den letzten Schliff am Verschluss benutze ich noch meinen Lappen, um wirklich alles spiegelblank zu ziehen. Nun zum Reinigen des Charging Handles, analog zum Verschluss, einsprühen, Intensivreiniger, Komfortreiniger und am Ende ein Tuch. Charging Handle gereinigt, alles wieder schön. Upper ist clean, wir beginnen jetzt den Lower zu reinigen und hier starten wir mit dem Buffer und der Buffer Spring. Um den Buffer aus der Buffer Tube zu lösen, muss hier dieser Pin betätigt werden. Dazu drücke ich den Buffer kurz nach hinten, drücke den Pin nach unten und lasse die Buffer langsam aus der Tube gleiten. Analog zum Verschluss und zum Charging Handle kommt hier wieder der Reiniger zum Einsatz, genauso wie die Intensivreiniger und die Komfortreiniger. Herausforderung beim AR-System: viele Ecken, viele Kanten, viele Winkel, relativ viele Ablagerungen, eine relativ starke Spielerei, mächtige Spielerei. Für diese ganzen Ecken und Kanten gibt es auch keine Abkürzung, hier müssen wir durch. Auch wenn die Intensivreiniger hier schon sehr dunkel sind, könnt ihr sie weiter benutzen. Sie sind noch rau und haben noch eine optimale Reinigungsleistung. Und Leute, ihr seht selbst, hier ist relativ viel Chemie im Spiel. Tut euch einen Gefallen, tragt die Handschuhe, die kosten nicht die Welt. Gesundheit geht vor, kann nicht schaden. Lower ist clean, wir setzen den Lower wieder zusammen. Buffer in die Buffer Spring, beides in die Buffer Tube
und dann beginnen wir, das System wieder zu ölen. Lower ist wieder komplett. Wir beginnen das System nun zu ölen. Dazu verwende ich wieder den Punktöler. Punktöler funktioniert wie eine Pipette. Ich habe hier die Möglichkeit, so viel Öl wie nötig, so wenig wie möglich ins System zu bringen. Ich beginne jetzt, die Schlagstückfeder einzuölen. Hier mit dem Punktöler möglichst wenig drauf. Habe ich zu viel hier im System, wird mir alles nach unten über die Abzugseinheit nach draußen laufen. Nicht charmant. Ölen der Schlagstückfeder von beiden Seiten, System einmal spannen und links und rechts jeweils noch einen Tropfen mit drauf. 1-2 Tropfen auf den Bolt Catch Release und 1-2 Tropfen auf die Schlagstückfeder. Verschluss und Charging Handle brauchen natürlich auch ein Tropfen Öl. Hier verwende ich wieder den Punktöler, optimales Werkzeug. Lower ist fertig. Wir setzen jetzt Upper und Lower wieder zusammen und dann kümmere ich mich um die wichtigste Komponente des Systems, den Lauf. Ich würde euch nun gern zeigen, wie ihr den Lauf als wichtigste Komponente der Waffe auch im geschlossenen Zustand schnell und einfach reinigen könnt. Ausgangssituation: Verschluss ist geöffnet, Dustcover ist geöffnet, Magazin ist nicht in der Waffe. Um die Waffe so reinigen zu können, scheidet das Thema Putzstock absolut aus. Ich habe hier keinen Zugang zum Lauf. Also verwende ich hier Firearm Pocket Set. Was ist drin in dem Set? Gemanteltes Stahlseil mit VFG Adapterspitze. Hier passen die Filze drauf vom Kaliber 22 bis 12 Gauge. Ebenso habe ich eine Rändelmutter, um Filze fixieren zu können, und diese kleine Scheibe in der Mitte dient als Zughilfe. Um den Lauf nun von innen zu reinigen, verwenden wir wieder beide Filze. Zum einen die Komfortreiniger Kaliber 9 mm und zum anderen die Intensivreiniger, ebenfalls Kaliber 9 mm. Der Filz muss auf den Adapter, aufschrauben ist langweilig, so geht schneller. Und drauf ist er. Zugsysteme und Mündungsbremsen sind ab und an problematisch zu betrachten, weil sich diese Spitzen hier gerne vorn an der Mündungsbremse verhaken. Um das zu lösen, habe ich einen ganz einfachen Trick für euch. Wir verwenden einen handelsüblichen Strohhalm. Damit dieses Spiel noch einfacher funktioniert, habe ich den Strohhalm hier vorne mit der Schere einfach leicht angeschrägt. Der Strohhalm wird mit der angeschrägten Spitze durch die Kammern der Mündungsbremse nach vorne ca. 2 cm in den Lauf geschoben. Auf dem Filz ein Tropfen Waffenöl, in Schussrichtung, in den Verschluss einfädeln, den Strohhalm auf der Gegenseite kurz halten und hier ist die Spitze, ohne sich in der Mündungsbremse oder eine der Kammern der Mündungsbremsen zu verhaken. Wir haben mit einem Komfortreiniger jetzt Öl in die Waffe eingetragen, warten 5 Minuten und arbeiten dann mit den Intensivreinigern weiter. Einwirkzeit ist rum, ich tausche den Komfortreiniger, mit dem wir das Waffenöl eingetragen haben, jetzt gegen 2 Intensivreiniger. Beide Intensivreiniger sind drauf. Hier jetzt mit der Rändelmutter, um den zweiten Filz zu sichern. 2 Filze aus dem Grund, um einfach eine größere Reinigungsoberfläche zu haben. Um den Reibungswiderstand zu senken, machen wir auch hier ein paar Tropfen Öl drauf. Den Intensivreiniger ziehe ich jetzt hier je nach Anzahl der Schuss, die die Waffe hat, 5, 10, 15, 20 Mal durch. Ein guter Indikator ist, wenn der Filz entweder nicht mehr rau ist oder sich ganz smooth durch den Lauf ziehen lässt. Mit einem Komfortreiniger trage ich jetzt nochmal Öl in die Waffe ein. Was ich jetzt hier haben will, ist der Kapillareffekt. Bedeutet, die aufgeraute Oberfläche nimmt das Waffenöl nun hervorragend auf. Dieses wandert unter die Ablagerungen und hebt diese von der Laufinnenseite ab. Hier auf dem Komfortreiniger sehen wir nun die Abdrücke der Züge und Felder. Da muss er raus, der Schmutz, da muss sie raus, die Ablagerungen, da wollen wir hin. Die Züge und Felder, die führen mein Geschoss. Wir haben das Waffenöl nun 2-3 Minuten einwirken lassen. Dies sollte reichen, damit sich die Ablagerungen lösen. Wir beginnen nun mit trockenen Komfortreinigern vom Patronenlager zur Mündung die Ablagerungen rauszuziehen. Die Laufreinigung ist nun abgeschlossen. Wir haben insgesamt 12 Komfortreiniger und 2 Intensivreiniger benötigt. Ein Komfortreiniger, um Öl in die Waffe einzutragen. 2 Intensivreiniger, um die Oberfläche anzurauen. Einen zweiten Komfortreiniger, um nochmal Öl in die Waffe einzutragen und den Rest der Komfortreiniger, um die gelösten Ablagerungen aus der Waffe zu transportieren. Das war es auch schon gewesen mit der Reinigung der Schmeisser AR-15-9. Verwendet haben wir Firearm Pocket Set zum Reinigen des Laufes, bisschen Chemie von Schletek. Ich hoffe, der eine oder andere Tipp oder Trick bringt euch weiter.
So, liebe Freunde, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked, abonniert, drückt die Glocke. Bis dann, Servus, euer Andi.